Hallo ihr lieben Jungfrauen, wir schauen in euer neues Jahr. Was darf ich euch mitgeben? Was gibt es zu sagen für das Kollektiv der Jungfrauen? Welche Themen sind energetisch verfügbar? Ein Jahr, wo viel in Bewegung kommt, das schicksalshafte Veränderungen mitbringt, auch schon natürlich die ersten 2-3 Monate. Herausforderungen, die leichter werden. Ja. Ihr legt ein Stück von eurem Kreuz ab, das ihr so tragt. Es kann sich hier viel um die Liebe drehen. Es kann sehr viel um Beziehung, Liebe, Vertraglichkeiten, Lebenskreisläufe gehen. Aufklären mit Situationen von partnerschaftlichen Aspekten. Irgendwie bringt ihr etwas auf den Weg, was euer Herz wieder öffnet, auch für das Umfeld, für die Umgebung, eure eigenen Herzensangelegenheiten. Ein Jahr, in dem ihr viele Konflikte und Verstrickungen beenden könnt, die euch das Schicksal so geliefert hat. Es geht hier auch darum, dass ihr vielleicht noch mal so ein bisschen drauf guckt, wo ihr mehr für euch einstehen dürft oder wo ihr mehr erkämpft, was euch zusteht. Ja, und guckt euch diese Reihe mal an. Ne? Hier haben wir die Sterne im Haus der Blumen. Die Blumen sind nebendran. Hier sind so ein bisschen Geschenke des Schicksals, Veränderungen, die innerhalb kurzer Zeit im neuen Jahr, aber auch bis zum Frühjahr hin wieder so wirken, dass ihr mehr aufblüht, dass ihr das Alltagsglück wieder mehr spürt, dass ihr euch irgendwo minimieren könnt, dass ihr mehr ins Vertrauen kommt. Und ich habe ja auch so ein paar Themen der familiären Veränderungen. An sich ist es so, man kann vielleicht mit einem alten Partner abschließen und einen neuen kennenlernen. Hier ist die Möglichkeit, dass auch die Vergangenheit nochmal anklopft, dass man Vaterthemen ablegt oder ja, dass man hier einfach partnerschaftliche Dinge langfristig in die Harmonie bringt, zum eigenen Vertrauen zurückkehrt, Frieden mit der Vergangenheit schließt. Ich habe das Stichwort Unabhängigkeit dabei. Und es sind einige Lebensbereiche, die sich hier zeigen, wo ihr Klarheit braucht. Wir haben den Baum im Haus der Sterne drin, das Beenden von Konflikten und stressigen Situationen, neues Wachstum, die Klarheit, woher dieses kommen kann. Und irgendetwas wandelt sich auch vom Verlust zum Geschenk, könnte man es nennen. Es geht unter anderem um Veränderungen im häuslichen Bereich. Die Möglichkeit besteht ja auch für Immobilienverkäufe, Umzüge, sowas alles. Aber auch eine Veränderung, die ins ganze Umfeld rauswirkt für euch. Ne? Das heißt, auch da können neue Menschen kommen. Da ist mehr emotionale Erfüllung. Ihr könnt euch emotional irgendwie wieder treuer werden. Man sieht das Berufsthema, für alle, die nicht arbeiten, sind es die Dinge, an denen man arbeitet, sehr zentral in der Mitte des Kartenblattes. Und da sind viele Umstände von außen. Das kann jetzt hier ein Wechsel sein in der Chefetage oder eine Möglichkeit zu einem Aufstieg. Es kann auch sein, dass es ein Jahr wird, in dem ihr sehr viel arbeitet, weil das von außen auf euch zukommt. Ne? Also es können auch Aufträge sein, so irgendetwas. An sich kommt es beruflich drauf an, wenn ihr da was in die Harmonie bringen wollt. Und man sieht es, dass ihr auch da ein bisschen schicksalshaftes Glück habt.
wie ihr euch zeigt, wie man euch wahrnimmt, wo ihr ein bisschen mehr nach außen auch dürft. Und ich habe, dass es euch ein bisschen schwer fällt, euch für irgendetwas zu entscheiden. Also ihr habt jetzt zwar die Wahl, aber gleichzeitig auch die Qual. Und es darf gut überlegt werden, wo macht ihr einen guten, klugen Zug, wo bemerkt ihr, dass ihr euch vielleicht irgendwo rausnehmen wollt, weil die Verstrickung zu groß werden kann. Was auf jeden Fall schön ist, dass bei allen Herzensangelegenheiten, die strahlen ja hier auch auf das ganze Blatt runter, dass euch da neue Türen aufgehen, mehr Stabilität, eine stressige Situation wird minimiert. Es ist so, dass ihr wieder auf besserem, guten Boden steht, dass ihr Lebenskreisläufe erkennt, auch tatsächlich. Und dass irgendetwas auch wieder viel verbindlicher werden kann. Man sieht für euch das Frühjahr sehr zentral. Ich habe das hier so liegen, dass Finanzen eine Rolle spielen können. Man sieht jetzt hier zum Beispiel die Geldkarte im Haus des Gegenübers drin. Kann natürlich auch sein, dass ihr sehr viel zu tun habt mit dem Thema Beruf, Berufung, Geld, dass ihr euren investierenden Part anguckt, dass ihr das, was ihr schöpfen könnt, verbindlich auf den Weg bringt. Also es geht auch um die Finanzen, die regelmäßig kommen. An sich ist die finanzielle Entwicklung hier schön. Man sieht, dass bis zum Sommer hier Wege entstehen. Es kann auch sein, das betrifft die Paare zusammen, dass da sehr viele Entscheidungen getroffen werden zwischen Beruf und Geld. Und es sind dann Wege, die frei werden, die auch irgendwie Entscheidungen mitbringen, die das ganze Familiensystem irgendwie betreffen. Ich habe in eurem eigenen Haus die Sonne drin. Es kann tatsächlich sein, auch wenn ihr Single seid, wir haben hier die Paare in der Spiegelung, dass sich jemand auf den Weg macht. In eurem Haus liegt die Sonne, das ist eigentlich die beste Energie, das seelische Regenerieren, Kommunikation, Austausch, Yin und Yang, geben und nehmen, ins Gleichgewicht bringen. Und es kann auch ein Jahr werden, wo man mal unausgesprochene Dinge auf den Weg bringt. Ne? Ich habe hier die Elternthemen sehr präsent auch, Konflikte, die man emotional mit der Herkunft hat. Und das Eröffnen von Geheimnissen. Ne? Irgendetwas Emotionales ist hier, was an die Oberfläche drückt und endlich auch raus kann. Es eröffnet sich Wissen, das ihr braucht. Und ich habe viel Kommunikation im Bereich der Verträge, der Verbindlichkeiten, der partnerschaftlichen Dinge. Was ich auch habe, ist euer Energielevel. Also ihr dürft euch fragen, wo habe ich schicksalshafte Blockaden, wo brauche ich mehr Klärung, wo brauche ich mehr Lösung, wo muss ich mehr investieren oder wo muss ich was rausnehmen. Möglicherweise rangelt ihr hier auch mit Entscheidungen, ne? Dass ihr ganz genau analysiert, welcher Weg bringt mich irgendwie mehr in den Verlust und welcher lässt mich hier mehr aufblühen. Also Verlust meine ich jetzt in die Situation des Mangels. An sich wird es ein Jahr, wo viele Wege aufgehen, wo viele Dinge klarer werden, wo ihr handlungsfähig seid. Hier ist auch noch etwas an den Finanzen, das zeigt sich noch, das ist noch nicht richtig greifbar. Da kann es um kleineres Geld gehen, das ihr irgendwo mehr herkriegt. Es kann um Themen wie Kindergeld gehen.
kleinere Ersparnisse, die man irgendwo macht, kleinerer Zuwachs. Der ein oder andere kann auch hier oder könnte hier auch in eine Situation investieren, wo er sich Wissen aneignet oder tatsächlich über Wissen weitergeben oder aneignen Geld einnimmt. Hier ist wirklich auch eine ganz neue Erfahrung für euch, die ihr macht. Ich habe so ein bisschen auch das Genesen eurer Kindertage. Eine Bewegung im Beruf, die viele Entscheidungen mitbringt, aber auch zunächst mal erst geklärt werden muss. Für all die Selbstständigen habe ich hier ein bisschen, bei allem, was ihr anfangt oder so, guckt genau hin, fällt eine kluge Entscheidung, denn es zeigen sich auch hier verstrickte Bereiche oder Sachen, wo ihr vielleicht zu oberflächlich die Dinge betrachtet. Es kann ja auch sein, wenn du selbstständig bist und du hast irgendwelche Räume angemietet, dass sich die Vermieter ändern oder so, alles was so im Mietvertrag oder im häuslichen, vertraglichen Bereich der Selbstständigen ist, irgendwie zeigt. Es geht viel darum, Geben und Nehmen ins Gleichgewicht zu bringen. An sich ist es auch tatsächlich ein gutes Jahr für die Liebe. Auch da gehen neue Türen auf, da kommen die Erfolge. Ne? Hier oben dreht es sich auch sehr viel um das Thema Liebe, Leidenschaft, Herzensangelegenheiten, Verankerung, Harmonie, Frieden schließen mit der Vergangenheit, das seelische Gerüst, das hier angezeigt wird. Die Sonne geht hier auf. Ne? Frühjahr und Sommer können hier ganz zentrale Punkte sein, auch für finanzielle Aspekte und die berufliche Energie. Nichtsdestotrotz habe ich für euch ein paar Unabwägbarkeiten. Also es kann noch so ein bisschen ein dorniger Weg sein oder ein herausfordernder Weg oder auch dieses Gefühl, ich stecke irgendwo fest. Und hier braucht man jetzt nicht nach vorne streben, wenn der Weg nicht frei ist, damit man sich nicht noch mehr in dieser Dornenhecke verheddert. Im Prinzip ist es so, dass ihr erstmal angucken müsst, wo ihr steht. Dieses Wissen geht euch auch auf, das sind Erkenntnisse, da sind Dinge, wo man wo man die nicht an der Oberfläche rumkratzt, sondern die Wahrheit auch sieht. Und dass man methodisch irgendwie nach vorne geht. Aber das könnt ihr als Jungfrauen ja sowieso. Hier darf man auch mal ein bisschen was aussitzen, bis die Gegebenheiten einfach günstiger sind, denn hier ist Timing alles. Und wenn ihr hier auch mehr ins Vertrauen geht und nicht überall nur kämpft, dann habt ihr hier auch eine reiche Belohnung. Sieht man hier, ne? Hier ist mir der Hamster rausgefallen. Es geht um eure Selbstzufriedenheit und auch der Strauß noch dazu. Der bringt Gerechtigkeit mit, egal was hier ist, ne? Allerdings ist es mit Geduld verbunden und mit Vertrauen. Und hier kann auch sein, wenn es irgendwo Streitereien gibt oder Diskussionen, dass das gerecht gelöst wird. Und dass ihr euch, solange irgendwie dieser dornige Weg nicht klar ist oder die Richtung nicht stimmt, darum kümmern dürft, das eigene Reich anzugucken, zufrieden zu sein mit dem Leben. Zur Zufriedenheit gehört hier auch dazu, dass man sich an bestimmte Begebenheiten des Lebens anpasst, wie man selbst für sich sorgt.
wie man es sich bei sich selbst gemütlich macht und dass man mit sich selbst im Reinen ist. Egal was jetzt hier auch ist, ne, ihr kriegt hier die Möglichkeit, ein neues Kapitel anzufangen und auch das Wissen dazu, das ihr braucht, wo man Schnitte macht oder wo man bei Diskussionen oder Streitereien, ihr beendet hier Konflikte, verlasst verstrickte Wege, dass auch irgendwo etwas Faires passiert, ein fairer Ausgleich, eine faire Lösung ist für euch sichtbar. Ihr dürft auch Zeit für Trauer haben, die Verluste betrauern, einen klugen Zug machen und achtsam sein. Ne? Hier ist das gesprochene Wort, das sehr viel Macht hat zu sehen. Es kann genesend wirken, aber auch verletzen und unterm Deck haben wir noch Besuche, einen Kraftort. Ihr lieben Jungfrauen, ich wünsche euch ein schönes Jahr. Ich drücke euch bis bald.